Es gibt Autos, die werden zum Erfolg, weil sie Statussymbole sind. Und dann gibt es Autos, die sich noch viel besser verkaufen, weil sie alles sein wollen, nur kein Statussymbol. So ein Typ ist der Fiat Panda, der sich zwischen 1980 und 2003 über 4 Millionen Mal verbreitet. Und sein Designer ist bis zum heutigen Tag der Überzeugung, das hier ist ein Jahrhundertentwurf. Wir von der Bremen Classic Motor Show erzählen euch, warum das so ist. Wir erzählen die ganze Geschichte des Fiat Panda und natürlich testen wir auch, wie sich dieser kleine, geniale Minimalist der 80er Jahre im heutigen Verkehr so anfühlt. Die Panda-Kenner sehen es natürlich auf den ersten Blick. Das hier ist kein Ur-Panda der allerersten Serie, sondern schon die modellgepflegte Version, zu erkennen daran, dass er schon einen richtigen Kühlergrill hat. Der Ur-Panda war da zwischen 1980 und 1986 ein ganzes Stück extremer. Da gab es keinen Kühlergrill, sondern einfach nur ein Blech mit ein paar Schlitzen drin. Ansonsten ist der Panda sich von seiner Gestaltung und von seinem ganzen Wesen treu geblieben über die Jahre. Auch dieser Panda hat noch den einzelnen Scheibenwischer und er hat natürlich eine ganz plane Frontscheibe. Er hat überhaupt ganz plane Scheiben, weil sich das billig produzieren lässt. Er hat die außenliegenden Türscharniere und selbstverständlich hat er auch keinen richtigen Türgriff, sondern einfach nur so einen Knopf und so eine Nische, in die man mit der Hand reingreift. Was alle Pandas aber haben, ist ein geniales Raumkonzept und damit beschäftigen wir uns jetzt ein bisschen näher. Unter den Kleinwagen der 80er ist der Panda ein Raumriese. Auch das gehört natürlich zu den Geheimnissen seines Erfolgs. Das zeigt sich, wenn wir mal einen Blick in den Kofferraum werfen. Erstmal haben wir hier eine niedrige Ladekante, dann schon im Normalzustand relativ viel Platz für Einkaufstüten oder anderes. Aber dann lässt sich der Kofferraum natürlich auch erweitern. Das ist nicht ungewöhnlich. Das können andere Kleinwagen dieser Zeit auch, aber sie bieten einfach nicht so viel Platz wie der Panda. Der Prozess ist ein bisschen fummelig, weil hintere Gurte waren 1980, glaube ich, noch nicht wirklich bei der Entwicklung vorgesehen. Die müssen ein bisschen zur Seite gefummelt werden. So, komm. Und zack. Und dann können wir hier einen Kühlschrank reinlegen oder eine kleine Kommode oder was auch immer. Wir können campen gehen oder in Urlaub fahren. Der Panda ist innen einfach größer als außen. Das ist auch heute noch genial. So, dann machen wir mal die vordere Haube auf und schauen uns den Motor an. Und falls ihr es noch nicht wusstet, wir von der Bremen Classic Motor Show haben ein großes Herz für die kleinen und die volkstümlichen Autos. Und deshalb sind wir immer sehr glücklich darüber, dass wir nicht nur die edlen und glamourösen Klassiker zeigen können, sondern auch Typen wie diesen Fiat Panda zum Beispiel bei der roten Liste der Allerweltsautos auf der Bremen Classic Motor Show vom 30. Januar bis 1. Februar. Da muss man ein bisschen tauchen. Das ist hier ein bisschen Fingerhakeln. Aber da ist er, der berühmte Fire-Motor mit 45 PS. Fire nicht, weil es so ein heißes Triebwerk ist. Fire bedeutet Fully Integrated Roboticized Engine. Das war damals ein richtig großes Ding, weil dieser Motor ist vollautomatisiert von Robotern zusammengebaut worden. Das war 1986, als er erschienen ist. Hightech abgelöst hat er im Übrigen die Vierzylinder, die noch auf den berühmten Fiat 600 zurückgehen aus den 50er Jahren. Und ganz am Anfang gab es für den italienischen Markt auch eine asthmatische Version mit dem polternden Zweizylinder aus dem alten Fiat 126. Das ist schon die modellgepflegte Version und die verspricht richtig flotte Fahrleistungen, zumindest für die Begriffe der 80er Jahre. Ja, schmal ist er, der Panda. Ansonsten ist aber anscheinend alles da, was so ein Kleinwagen der 80er Jahre braucht. Aber klar, ein bisschen auf Autodiät sind wir schon.
weil es fehlt vieles, was in konventionellen Kleinwagen vorhanden ist. Wir haben hier zum Beispiel einfach nur blecherne Türtafeln. Da ist so ein kleines Plastik-Inlay drin, das wahrscheinlich in der Herstellung 30 Cent gekostet hat. Aber eine Türtafel braucht es nicht. Ich habe immerhin eine große Ablagebox. Der Panda hat auch kein Armaturenbrett im klassischen Sinn, sondern einfach hier so eine kleine Instrumentenbox, bisschen größer als ein Schuhkarton und ansonsten so eine Kunststoffmatte mit einer Ablagewanne. Da kann man seinen Kleinkram reinschmeißen, passt relativ viel rein. Das ist eigentlich ganz clever gemacht. Einen Aschenbecher hingegen hat er serienmäßig sicher gehabt, nämlich diesen berühmten Panda-Aschenbecher zum Hin- und Herschieben. Der ist aber im Laufe der Jahre hier anscheinend auf der Strecke geblieben. Wir haben keinen Dachhimmel, sondern einfach nur eine aufgeklebte Filzmatte. Das sieht sogar recht cool aus. Wir haben natürlich keinen textilen Bodenteppich, sondern einfach nur eine Gummimatte. Man kann den Panda im Zweifelsfall auskärchern. Temperaturanzeige haben wir auch keine, sondern einfach nur eine Wandlampe. Wir haben hier eine Lüftung mit 2 Stellungen. Wir haben ein Clarion Stereoradio. Das war im Jahr 1986, glaube ich, so ziemlich das teuerste Extra, dass sich der Erstbesitzer dieses Panda oder die Erstbesitzerin, was ja statistisch wahrscheinlicher ist, gegönnt hat. Also ein unkonventionelles Auto, aber ein Auto, das ausreichend Platz bietet und eigentlich alles hat, was man zum Leben so braucht. Und wie sich das beim Fahren anfühlt, das schauen wir uns jetzt mal an. Man muss schon mal nicht klein sein, um im kleinen Fiat Panda bequem zu sitzen. Ich bin 1,87 und fühle mich hier sehr ordentlich untergebracht. Also zumindest gilt es für die Bewegungsfreiheit. Typisch Panda sind natürlich die relativ dünnen Polster. Das ist schon der spätere mit richtigen Sitzen. Aber trotzdem merkt man natürlich, wenn man sich hier so ein bisschen in die Lehne drückt, dass zum Beispiel hier so eine Querstrebe hinten drückt. Also auf Langstrecken möchte man das nicht genießen. Auf den Landstraßen von Niedersachsen ist es ein großer Spaß. Und in Berlin-Mitte ist es wahrscheinlich immer noch genial, weil der Panda ja tatsächlich ein Auto ist, das sich in jede kleine Lücke begeben kann, aber trotzdem Platz für 4 und mit ein bisschen gutem Willen auch 5 Erwachsene hat. Also das Raumkonzept ist zumindest nicht wirklich alt geworden. Beim Komfort, glaube ich, haben wir ein bisschen Luft nach oben, aus heutiger Sicht zumindest. Wir dürfen natürlich, wenn wir heute in so einem Panda sitzen, nicht vergessen, das hier ist ein spätes Exemplar von 1993, aber in Wirklichkeit ist der Panda ein Auto der frühen 80er, vorgestellt auf dem Genfer Salon 1980. Konstruktiv noch ein bisschen älter, also seine Entwicklung hat 1975, 76 begonnen und es ging ja damals darum, den kleinen Fiat 126 abzulösen und der war wirklich ein Minimalauto und auch nicht wirklich für 4 Erwachsene gedacht. Die Mission des Panda war, mit maximalem Raumkomfort eine kleine Familie zu befördern und das hat er natürlich sehr gut geliefert. Wenn auch aus heutiger Sicht, weil ich denke, naja, er könnte vielleicht ein bisschen konzilianter federn oder er könnte auch ein bisschen leiser sein, aber das stand damals alles nicht im Lastenheft. Im Vergleich zum Fiat 126 war er damals bei seiner Premiere 1980 in der Tat um mindestens eine Welt komfortabler. Interessant in dem Zusammenhang, dass der Fiat Panda, als er rausgekommen ist, gar kein so billiges Auto war. Er hat damals um die 9.000 Mark bei uns neu gekostet. Damals haben die Tester geschrieben, eigentlich hatten wir damit gerechnet, dass Fiat so ein günstiges Auto für 7.500 Mark anbieten kann. Und von Seiten der Entwickler hieß es damals schon,
Es ist gar nicht so einfach, heute noch ein Auto unter 10.000 Mark zu bauen. Das ist eine interessante Parallele, weil mir kürzlich jemand aus einem großen niedersächsischen Autokonzern gesagt hat, es ist praktisch aussichtslos, ein Vollwertauto unter 20.000 Euro anbieten zu wollen. So sind die Probleme über all die Jahre die gleichen. Aber insgesamt, der Panda war damals kein Billigauto, sondern einer von vielen günstigen Kleinwagen, die sich damals noch auf den Straßen getummelt haben. Man muss das jetzt ein bisschen in der Rückschau betrachten. Damals gab es zum Beispiel noch einen Citroën 2CV neu zu kaufen und es gab einen Renault 4 auch noch neu zu kaufen. Und wenn man sich einen Ford Fiesta in der Basisausstattung gekauft hat, dann war das ein Fiesta 1.0 mit 1 Liter Motor und einer unglaublich frugalen Innenausstattung. Das heißt, in seiner Kargheit war der Panda in den 80er Jahren keineswegs alleine. Der kommt uns nur heute ein bisschen so vor, als sei er nackt wie der Mond, aber zu seiner Zeit war er einfach nur einer von vielen günstigen und einfach ausgestatteten Kleinwagen, wie sie uns ja heute auf dem Markt fehlen, weil dieses Segment sich für viele Hersteller überhaupt nicht mehr lohnt. Also diese Art der Basismotorisierung, die der Panda zu seiner Zeit geboten hat, ist eine Mobilität, die gerade ausstirbt. Deshalb ist dieses Thema, wie viel Auto braucht der Mensch, und die philosophische Betrachtung, wie fühlt man sich in so einem Panda, ja durchaus aktuell heute. Interessant ist, dass dieser späte Panda mit dem 1 Liter Feiermotor gar kein lahmes Auto ist. Also der ist relativ lebendig unterwegs, zumindest wirkt er subjektiv so, weil er ja auch nicht allzu schwer ist. Also so ein Fiat Panda hat zwischen 700 und 800 Kilogramm. Zum Vergleich, das ist so ein Maß oder so ein Gewicht, das Kleinwagen der späten 50er, frühen 60er Jahre hatten. Also auch da war er ein Meister des Minimalismus. Und das Fahren ist durchaus vergnüglich, das sage ich deshalb, weil es ist meine erste Panda-Erfahrung tatsächlich. Ich habe ihn als billigen Gebrauchten und auch im Freundeskreis in den 80ern nie erlebt. Also wahrscheinlich habe ich die falschen Mädels gekannt, die eher Richtung VW Golf oder Opel Corsa oder Ford Fiesta unterwegs waren. Und als Testwagen habe ich ihn gerade nicht mehr erlebt, weil er ja 1996 vom deutschen Markt verschwunden ist. Und deshalb ist es jetzt hier heute bei diesem Dreh eine echt schöne und lustige Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ich ihn privat besitzen müsste, aber wenn ich jetzt, sag mal, ein Auto bräuchte für eine Wohnung auf dem Prenzlauer Berg, dann würde ich sagen, Mensch, ich stelle mir so einen Panda hin und damit bin ich, glaube ich, in Berlin oder in jeder Metropole der Welt heute noch richtig gut unterwegs. Und auch originell, weil das Panda-Image ist natürlich immer noch ein äußerst freundliches und positives geblieben. Das ist vielleicht auch übrig geblieben von dieser legendären Werbekampagne Anfang der 80er Jahre, die tolle Kiste, die damals ja wirklich Werbegeschichte geschrieben hat. Und das wirkt, denke ich, bis heute so ein bisschen nach. Ja, guck mal, wir kratzen gleich die 80er-Marke, da geht doch was. Ja, cool. Landstraßentempo beinahe erreicht. Also in Testersprech Pro und Contra, er hat ein tolles Raumkonzept, er ist wirklich super geräumig, er ist einigermaßen lebendig, er fühlt sich recht vital an, das gilt auch für die Lenkung im Übrigen. Die Schaltung mag ich nicht so, die ist relativ indifferent und knorpelig. Er ist hart, er ist laut und die Sitze sind auch nicht allzu bequem. Also er ist ein vergnügliches kleines Auto und er hat ein wirklich geniales Layout. Aber für die Langstrecke müsste ich ihn jetzt nicht unbedingt haben.
Wenn man heute den großen italienischen Designer Giorgetto Giugiaro nach seinem wichtigsten Entwurf fragt, dann antwortet er mit schöner Regelmäßigkeit: Das war der Fiat Panda. Nun wissen wir alle, der Mann hat größere, edlere, imposantere Autos entworfen, aber es ist natürlich verständlich, warum er diese Meinung bis zum heutigen Tag vertritt. Sein Panda ist bis zum heutigen Tag eine ziemlich intelligente Lösung für viele Verkehrsprobleme. Nicht unbedingt auf der Langstrecke, sehr wohl aber auf der Kurzstrecke, zum Beispiel als Großstadtbewohner, ist man mit einem Panda 3,38 Meter lang und 700 Kilogramm leicht noch immer ziemlich clever motorisiert. Aber man muss natürlich einen finden und das ist einfach verflixt schwer. Warum das so ist, das zeigen wir von der Bremen Classic Motor Show in der 9. Folge unserer roten Liste der Allerweltsautos hier auf diesem Kanal. Und wer für Fiat Klassiker aus den 60er und 70er Jahren brennt, der freut sich vielleicht auch über den Fahrbericht des Fiat 128, auch hier auf unserem Kanal. Das war ein anderer Fiat, der damals besonders innovativ und fortschrittlich war in den 60er Jahren. Schaut rein, abonniert. Wir haben noch viele andere Fahrberichte in Vorbereitung. Vielleicht sehen wir uns bald wieder. Bis dann.